Was hältst du von Doping im Sport? Viel. Also für mich persönlich ist das eigentlich so das Letzte, weil es geht ja eigentlich darum, dass man den Körper oder quasi an die Grenzen seines Körpers quasi kommt und sich dann misst und nicht quasi durch illegale Mittel irgendwie da Vorteile verschafft. Wie ich das einschätze, die Entscheidung zu dopen in dem System, in dem wir sind, niemals von oben kommen würde. Die sind alle Okay. dagegen. Das würde definitiv der Athlet von sich aus entscheiden und da würde auch niemand irgendwie ansatzweise ihn verteidigen oder in Schutz nehmen oder sonst was. Ich, ja, man kann ja immer sagen, es geht mir nichts an, aber in dem Moment, wo das ja mein Konkurrent ist, irgendwo auch mein Freund wahrscheinlich, wenn er mein Teamkollege ist, äh, würde ich mich da schon auch verantwortlich fühlen. Einerseits verantwortlich für alle Athleten, die quasi und mir, die gegen ihn antreten, die er dadurch betrügt, auch ihm gegenüber, weil häufig ja Doping auch gewisse körperlichen Schäden mit sich bringen kann, wo ich mir dann auch frage, ob er sich darüber bewusst ist, was das für Folgen noch im Nachhinein hat. Ja, ich würde mich da schon, würde ich sagen, sehr verantwortlich dann für fühlen. Also wenn ich direkt sowas mitbekomme, würde es dann nichts geben, dass ich, warum ich es jetzt nicht melden sollte. Könnte ich mir nicht vorstellen. Also du hast ja jetzt deine Position im Team so ein bisschen beschrieben, also dass du schon länger dabei bist und eigentlich in der Trainingsgruppe einen relativ gefestigten Platz so einnimmst. Aber das war ja vielleicht nicht immer so. Wenn du mal dran denkst, als du mit dem Leistungssport angefangen hast, irgendwie neu auf die Sportschule gekommen bist, war deine Rolle im Team ja vielleicht so ein bisschen anders. Kannst du dir vorstellen, dass das einen Einfluss hat, ob man ein Anfänger ist und neu oder ja schon länger dabei ist? Naja, also ich war immer schon relativ so selbstbewusst und hatte jetzt nicht so Probleme damit, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt oder Personen, die von der Persönlichkeit eher zurückhaltend und unsicher sind und die das wahrscheinlich Angst hätten um die Stellung in ihrem Team, gerade wenn es jetzt vielleicht nicht nur einer ist, der das macht, sondern mehrere. Allerdings eher nur einen anschwärzt, die anderen wären ja dann immer noch da und das würde ja quasi dann doch irgendwie, könnten die auch Druck ausüben und er würde vielleicht seine Stellung nicht verlieren wollen. Es gibt ja auch so Persönlichkeiten, die cool sein wollen und mitmachen wollen, ähm, um dabei zu sein in der Gruppe. Allerdings zähle ich mich jetzt da nicht so dazu, aber ich kann mir bestimmt vorstellen, dass es so Personen gibt.